Weiter geht unsere Reise von Österreich über Slowenien nach Kroatien. Herzlich willkommen zu diesem Video. Unser Ziel ist ja der Autocamp Nordsee in Pakostane. Dort haben wir ab 15. September reserviert. Gerne wären wir einige Tage früher dort gewesen, ging leider nicht, weil alles voll war. Deshalb haben wir jetzt 3 Übernachtungen hier auf dem Stellplatz beim Dorfreuing oder Oliver Koch gemacht und jetzt endlich können wir weiterfahren Richtung Kroatien. Ja, Österreich war ja auch stark betroffen von den Regenfällen, starken Regenfällen, und das war hier auch so. Allerdings war es nicht irgendwie unwetterartig, es gab auch keine großen Probleme hier, aber man sieht, große Pfützen sind auch hier. So starten wir jetzt am 15., das ist ein Sonntag, und es geht erstmal Richtung Slowenien. Wir sind nicht weit entfernt von der Grenze nach Slowenien, sind nur wenige Kilometer. Die Strecke vom Stellplatz hier in Österreich bis nach Pakostane sind ca. 420 Kilometer. Jetzt sind wir ja auf dem Weg Richtung Grenzübergang Spielfeld, und jetzt kommen wir noch an einer Tankstelle in Österreich hier vorbei. Das ist eine preiswerte Tankstelle, die 24 Stunden geöffnet hat und man mit Karte bezahlen muss. Dieselpreis 1,45 €. Wir hatten ja Probleme mit unserer Mautbox von Maut 1 und mussten auf der Autobahn an einer Tankstelle uns eine Go-Box beschaffen, weil die andere Box nicht funktionierte. Und dazu jetzt vielleicht noch ein paar Worte. Und zwar haben mich einige darauf hingewiesen, dass man ja die Emissionsklasse nachweisen muss per Fahrzeugschein. Das habe ich natürlich gleich gemacht. Ich habe eine E-Mail mit den Papieren da oder mit einer Kopie vom Fahrzeugschein dorthin geschickt. Ich habe mich dann auch bei Asminak angemeldet, also online dort angemeldet. So kann ich jetzt auch sehen, wie viel noch auf meiner Box, auf meiner Go-Box drauf ist. Und und damit konnte ich auch erkennen, dass meine ganze Fahrt abgerechnet wurde, dass ich da nicht irgendwie Maut noch schuldig geblieben bin. Ich habe rundweg 80 € für die Durchfahrt und die Tunnel bezahlt. Das kann ich hier erkennen, denn es sind noch 18,80 € netto hier auf meiner Box drauf. Ich hatte 100 € aufgeladen. Ich weiß natürlich auch, dass man das mit Abbuchungen auch machen kann, das Ganze nicht als Prepaid, wie ich es gemacht habe. Aber ich weiß auch nicht, ob ich die Go-Box auf ewig behalten werde. Vielleicht finde ich ja wieder eine Box, die für unser Mobil funktioniert, die auch für mehrere Länder funktioniert. Bei der Autobahnauffahrt Spielfeld gab es eine Umleitung. Jetzt müssen wir ein bisschen andere Strecke fahren als gewohnt. Wir haben jetzt ganz schnell Slowenien erreicht. Den Grenzübergang hat man gar nicht irgendwie bemerkt. Und jetzt müssen wir ein Stück hier noch die Nebenstrecke fahren und fahren dann auf die Autobahn. Auch in Slowenien müssen wir Maut bezahlen. Es gibt einmal eine Vignette für alle Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen. Wir brauchen eine Box, wir haben die Das Go Box, und hier drauf haben wir Geld aufgebucht, beziehungsweise war noch Geld drauf. Die habe ich mir mal online bestellt und sind jetzt noch 30 € drauf. Und ich weiß in etwa, dass ich maximal so 14 € für eine Durchfahrt brauche. Nach der Durchfahrt habe ich dann online geschaut. Ich kann also auf die Box online zugreifen und kann die Daten dort einsehen und sehe, dass noch 18 € jetzt auf der Box drauf sind. So habe ich also für die Durchfahrt 12 € verbraucht. Jedenfalls in etwa. Hier in Slowenien ist das ähnlich wie in Österreich mit der Maut. Hier gibt es auch so Mautbrücken, und die Box, die piept dann zweimal, oder einmal, je nachdem, wie viel noch drauf ist. Wenn weniger als 25 € drauf sind, dann piept sie zweimal. Bei zweimal Piepen sollte man wieder aufladen, aber man kann auch fahren, bis sie 4-mal piept. Dann muss man halt natürlich sofort an die nächste Mautstelle ran oder Tankstelle und die Box aufladen. Das Ganze kann man natürlich alles auch online machen. Jetzt durchfahren wir den Grenzübergang nach Kroatien hin. Kontrollen gibt es hier nicht mehr.
Der Diesel kostet in Kroatien weniger als in Slowenien, also lohnt es sich nicht in Slowenien zu tanken. In Kroatien war der Dieselpreis zu dem Zeitpunkt, wo wir hier gereist sind, bei 1,37 €. Kommen ja auch immer wieder Fragen zu unserem Navi. Wir nutzen ja das Garmin Camper 890 und dann haben wir als weiteres Navigationsgerät das von MAN eingebaute. Allerdings nutze ich hier CarPlay, also Apple CarPlay heißt es, glaube ich. Das Handy verbindet sich dann hier mit dem MAN-System und ich nutze dann dieses als Navigation. Ich muss natürlich nicht die Karte von Apple nutzen, ich kann auch die Google Maps Karte dafür nutzen. Jetzt vielleicht noch mal kurz zur Maut in Kroatien. Eine Mautbox dafür haben wir nicht, weiß auch nicht, ob es da über 3,5 Tonnen eine Box gibt. Wir haben die Maut so bezahlt an der Mautstation und haben insgesamt für diese Reise oder für dieses Stück, die wir da gefahren sind, 55 € bezahlt. Das sind ca. 360 Kilometer, die wir in Kroatien gefahren sind. Dafür haben wir das bezahlt. Das kann ich alles schön gut ermitteln hier auf meiner Karte von Trekivi. Wer Interesse an dem Trekivi hat, ich verlinke das mal unter dem Video. Dort gibt es dann weitere Informationen dazu. Wir haben es jetzt nicht mehr weit, wir verlassen die Autobahn und fahren jetzt eine Mautstelle an. Hier können wir mit Karte bezahlen, können aber auch in bar bezahlen. Hier gibt es noch an den Mautstellen Personal, also da sitzt noch jemand und kassiert die Mautgebühr. Ich habe mal schnell nochmal gegoogelt, was eine Mautbox betrifft für Kroatien. Unter 3,5 Tonnen gibt es eine Mautbox, die man nutzen kann mit Wohnmobilen. Über 3,5 Tonnen im Moment noch nicht. Die soll aber demnächst kommen, wenn ich das richtig gelesen habe, bei Maut 1. Wir sind jetzt ja nicht mehr weit von der Adria, also vom Meer entfernt. Und man sieht es auch bei uns am Thermometer. Wir haben etwas mehr als 20 Grad. Das ist schon mal sehr angenehm. Auch hier in Kroatien war das Wetter in den letzten Tagen nicht so toll. Es hat auch stark geregnet hier. Aber jetzt scheint eine Wetterbesserung einzutreten. Wir nutzen jetzt eine Nebenstrecke Richtung Biograd. Von Biograd aus geht es dann nach Pakostane zum Autocamp Nordsee. Man braucht nicht unbedingt durch den Ort fahren, wenn man zum Campingplatz möchte. Es gibt ja mehrere Camping- oder Autocamps dort in Pakostane. Man fährt am Ort vorbei und dann kommt eine Zufahrt, die führt einen dann zu den Campingplätzen. Für große Mobile oder lange Mobile auch könnte es im Ort schwierig werden, weil die Straßen dort eng sind und es parken dort auch immer PKWs. So kann man am besten diese Strecke, die wir hier jetzt fahren, nutzen, um zum Campingplatz zu kommen. Wir kennen das hier, wir waren das erste Mal vor ca. 20 Jahren hier und dann immer mal wieder, aber in den letzten Jahren nicht. Das heißt, in den letzten 3 Jahren waren wir hier nicht. So, jetzt müssen wir hier links abbiegen und dann kommen wir direkt zum Campingplatz. Insgesamt hat der Campingplatz 3 Zufahrten. Hier vorne rechts sehen wir die erste. Da müssen wir nicht rein und dann kommt die zweite Zufahrt. Auch die müssen wir nicht nehmen, sondern wir müssen die dritte Zufahrt nehmen. Und dann fahren wir jetzt noch ein kleines Stück weiter und dann sehen wir ein Tor und da müssen wir rein. Wir haben hier für 10 Tage reserviert. Ohne Reservierung ist es hier fast nicht möglich, einen Platz zu bekommen. Der Campingplatz ist immer fast voll ausgebucht. Das ist natürlich in der späteren Saison, nachher Ende Oktober. Der Platz hat bis Anfang November geöffnet. Ist es dann nicht mehr so voll. Und auch im März, April ist der Platz auch noch nicht immer so voll wie jetzt im Moment. Es handelt sich um einen naturbelassenen Platz. Man sieht teilweise Schotter, teilweise Sand und es gibt auch Grasflächen. Wir haben einen Platz hier recht weit vorne auf der rechten Seite, das ist C2. Diese Parzelle ist für uns reserviert.
An diesem Tag war es ja noch etwas bewölkt. Wir haben Temperaturen um die 20 Grad. Das hat sich am nächsten Tag geändert. Voll die Sonne da. Wir haben Temperaturen von 25 Grad und mehr. Natürlich froh, dass wir den Sonnenschutz haben auf der Frontscheibe. Das hilft schon enorm bei diesen Temperaturen und bei dem Sonnenschein. Vom Platz aus hat man einen Blick aufs Meer und auf den Strand. Der Strand ist hier steinig. Das muss man klar sehen, das ist kein Sand hier. Aber dafür haben wir ein super klares Wasser. Das Wasser hat jetzt Mitte, Ende September eine Temperatur von ca. 23 Grad. Hier ist natürlich Wassersport angesagt. Einige bringen ihr Boot mit, andere mieten sich hier ein Boot. Oder man kann natürlich auch Stand-up paddeln oder Kanu fahren, egal was. Hier ist vieles möglich. Wer hier mit dem eigenen Boot kommt, der hat hier die Möglichkeit, sich zu seinem Boot vom Strand aus hinbringen zu lassen. Es gibt vom Campingplatz aus ein Shuttle-System, hätte ich beinahe gesagt, einen Shuttle-Dienst, der die Leute dann zu ihrem eigenen Boot bringt. Dann gibt es ja das Restaurant hier auf dem Platz. Das Ganze liegt ja etwas höher, der Platz und auch das Restaurant, so dass man von oben, vom Restaurant aus, von der Bar aus, einen schönen Blick aufs Meer hat. Das Restaurant hat täglich geöffnet am Mittag. Hier kann man nach Karte essen, aber es gibt auch einmal ein Tagesmenü. Das wird bekannt gegeben durch den Chef persönlich. Der geht über den Platz und spricht mit seinen Campern und erzählt, was für ein Menü es an diesem Tag gibt. Moin Holger. Heute Abend gibt es Hähnchen, Wurst, Filet, Parmesan, Käse und Spaghetti. Ja, danke. Wir schauen mal. Ja, wie gesagt, wenn du nicht bestellst, muss ich fragen, ob die was über haben. Alles klar. Alles klar. Danke. Auch so. Am Abend hat der Chef, der Holger, etwas mehr Zeit. Da nutze ich dann die Gelegenheit, ihm einige Fragen zu stellen. Und da hören wir mal rein. So, wir sind hier auf dem Nordsee-Camp darf man nicht sagen, Camp Nordsee. Autocamp Nordsee, so ist er. Und vor mir steht der Betreiber, Inhaber Holger. Wir kennen uns schon ein paar Tage. Jawohl. Und wir haben schon auch ein Video zusammen gemacht. Hier auf dem Platz haben wir einiges gesagt. Ja, Holger, erzähl, du bist hier so der Insider, was Camping betrifft, hier in Kroatien. Die Preise, man spricht davon, dass die Preise drastisch nach oben gegangen sind. Wie ist es bei dir so? Mich ärgert das ein bisschen, dass die Leute das so pauschalisieren. Sicherlich sind die Preise in Kroatien nach oben gegangen. Aber ich sage immer, wenn ich in München im Hofbrauhaus esse oder nach Neuschwanstein fahre, bezahle ich auch wesentlich mehr. Und in den normalen Gastronomiebetrieben sind die Preise höher, aber es ist noch bezahlbar. Es ist nicht so schlimm, wie die Leute das immer sagen. Wenn ich in Dubrovnik bin, bezahle ich für einen Parkplatz 20 Euro die Stunde. Das ist vollkommen klar. Wenn du hier beim Ort auf dem Parkplatz stehst, kostet 2 Euro. Man kann das so oder so sehen. Und mich ärgert das immer, dass die Leute das vergleichen mit Preisen von Dubrovnik, von irgendwelchen Touristenattraktionen und beziehen das gleich auf alles. Bei uns im Restaurant kostet Bier 3,30 Euro einen halben Liter. In Dubrovnik kostet das gleiche Bier 8 Euro. Dann kann das aber nicht verallgemeinern. Genau, so habe ich das auch erfahren und gesehen. Jetzt aber mal zu den Campingpreisen, also für deinen Campingplatz. Sag mir, was nimmst du in der Hochsaison hier an Platzgebühren und was kostet das in der Nebensaison? Wir nehmen in der Nebensaison im Augenblick 29,50 Euro mit einer Einheit, 2 Personen, Wohnmobil, Strom, Kurtaxe und so weiter. Der Preis ist auch ganz human. Und in der Hauptsaison liegen wir bei der gleichen Belegung, sage ich mal, auch Wohnmobil 2 Personen, liegen wir irgendwie bei 43, 44, 45 Euro. Das ist auch in Ordnung. Sicherlich gibt es Campingplätze, die nehmen 100, aber die haben dann auch mit Swimmingpool und Attraktionen. Wie gesagt, man muss immer vergleichen, was kriege ich fürs Geld, wo ist die Lage. Ein Campingplatz nähe Dubrovnik ist teurer als hier in Pakostane. Und Kroatien ist nicht so verheerend teurer geworden.
Ja, man spricht jetzt davon, dass die Preise sich nach der Einführung des Euros drastisch erhöht haben. Kann ich so selber nicht ganz nachvollziehen. Hier und da ja. Ich habe an verschiedenen Restaurants die Preise mir angeschaut. Die waren im Normalbereich. Aber ich war jetzt auch mal hier einkaufen im Ort, hier in Pakostane, und habe gesehen, ja, es gibt so Produkte, die sind doch relativ, im Verhältnis zu Deutschland relativ teuer. Da gehört zum Beispiel einen halben Liter Bier für 1,50 hier in der Dose. Finde ich ein bisschen viel Geld schon. Das stimmt, da hast du recht. Wir haben hier zwar zwei namhafte Discounter aus Deutschland. Ich glaube, die waren die Gewinner dieses Jahr. Und die Einheimischen versuchen doch noch den Euro zu nutzen, um die Preise hochzutreiben, merken aber auch schon langsam, weil die beiden Deutschen denen Probleme machen, dass das so nicht funktioniert. Also die haben ähnlich wie in Deutschland ungerechtfertigerweise die Preise. Ich kenne die EK-Preise von Eis. Ne? Mein EK-Preis vom Eis ist 10% teurer geworden als letztes Jahr. Und dann verkaufen die in Kroatien eine Kugel Eis für 2,50 Euro. Das passt irgendwo nicht. Da muss der Kroate oder die Institution oder die Firmen auch mal sich ein bisschen an den Kopf fassen. Aber ich denke, die Erfahrung und der Rückgang des Eis, die werden die Preise regeln. Holger, jetzt noch mal ein anderes Thema. Und zwar, du betreibst ja, ich weiß nicht, mehr als 20 Jahre diesen Campingplatz hier in Pakostane. Du hast oder musst oder willst einen Teil deines Platzes abgeben. Was ist da genau dran? Ja, ich bin jetzt 27 Jahre hier in Pakostane. Wir sind klein angefangen, langsam immer größer geworden. Und jetzt hat ein Streifen von uns, sind aber nur 20 Plätze. Der Besitzer möchte das gerne selber machen. Er weiß noch gar nicht, was dahinter steht. Die sehen immer nur brutto gleich netto. Und für mich ist es nicht ganz so schlimm. Wir kommen damit klar. Und Kai sagt, mein Sohnemann sagt, Papa, warte mal, wenn der 2 Jahre das gemacht hat und sieht, dass er auch dafür arbeiten muss, dann würde er sich freuen, wenn er von uns die Pacht wieder kriegt. Aber warten wir es einfach mal ab. Ich kann damit leben. Es ist nur schade, dass ich eben, das sind 20% des Platzes, dass ich die Leute nirgends lassen kann. Da sind viele Leute, die schon hier über Jahre kommen. Und wenn die Kapazitäten voll sind, sind sie voll. Und oftmals tut's mir leid. Aber was soll ich machen? Ja, noch ein Thema, und zwar Boote oder hier auf dem Wasser. Ich sehe das jeden Tag, dass hier, ich schwenke mal rüber, man sieht hier viele Boote liegen im Wasser. Ist das ist für euch auch immer, oh, jetzt geht das Handy, aber das ist nicht schlimm. Da unterbrechen wir das kurz. Nee, das mach ich aus. So, ja. Kann so weitergehen, Holger. Also, ihr vermietet noch Boote oder ist das nicht mehr so? Doch. Wir vermieten seit 5 Jahren Boote von 50 bis 250 PS. Ist auch sehr gut angekommen, weil manchmal oder bei den Preisen, auch wenn so ein Boot 150 Euro kostet, ist es immer noch billiger, sich hier für eine Woche einzuleihen, als es für eine Woche zu unterhalten. Für die Leute, wir haben Gäste, die kommen 6 Wochen im Frühjahr und 6 Wochen im Herbst, die können sich besser selbst eins kaufen. Aber die nur mal Boot fahren wollen, ist das optimal. Und läuft doch gut. Wir haben jetzt Oktober und wir haben immer noch 2, 3 Boote am Tag, wenn das Wetter das zulässt, die draußen sind. Ja, letzte Frage oder letzte Geschichte. Dein Restaurant hier, was du mit Liebe betreibst und ja, ich dort oder wir schon häufiger dort gegessen haben. Auch da habe ich gesehen, dass die Preise noch im Normalbereich sind. Man kriegt Gerichte zwischen, ja, ich sag's mal, ganz preiswert für 10 Euro und dann geht's hoch bis 20 Euro. Natürlich, wenn man Fisch essen möchte, muss man vielleicht etwas mehr hinlegen. Ja, bist du damit zufrieden oder funktioniert das alles noch gut? Die Preise im Restaurant bei uns, die haben wir mit Absicht nicht so hoch gemacht. Also die meisten sind ein bisschen teurer als wir, aber dafür haben jetzt im Oktober auch schon die meisten Restaurants zu und wir haben die Bude abends immer noch voll. Und ich bin da voll mit zufrieden. Die Leute sind zufrieden und ja, wir werden es auch so weiter beibehalten. Man muss gucken, die Personalkosten sind der größte Teil der Erhöhung. Das Personal in Kroatien kriegt von Corona-Zeit bis jetzt das Doppelte. Oh ja, das habe ich so auch nicht gewusst. Ja, aber gut. Holger, jetzt werden wir gleich in dein Restaurant gehen und gemeinsam was essen. Freue mich drauf. Ich auch. Ja. Wir sind immer wieder gerne bei dir. Ich sage danke dir schön, dass du hier Rede und Antwort gestanden hast. Und ja, ich hoffe, dass wir noch einen schönen Abend zusammen haben. Ganz bestimmt. Und euch und dir vielen Dank. Dankeschön. Ja, wir sind eingeladen von Holger und seiner Frau zum Abendessen. Wir gehen dazu rein ins Lokal. Man kann natürlich ohne weiteres noch
draußen sitzen. Temperaturen jetzt am Abend um 20 Grad oder über 20 Grad. Wir in 2015 schon ein Video von diesem Platz erstellt. Ich verlinke das hier mal. Wer also sehen will, wie das damals hier war, kann das in dem Video sehen. Alles hat sich nicht verändert, aber ein paar Dinge haben sich hier verändert. Zum Beispiel der Strand. Holger, das ist ja ein Familienbetrieb hier bei euch. Jetzt interviewen wir mal kurz deinen Sohn, ist das? Ja, wir haben einen Familienbetrieb. Ich habe 2 Söhne und Kai ist so meine linke Hand, 36 Jahre alt. Und immer wenn ich keine Lust zu arbeiten habe, dann muss er ran. Ja. Und der Kleinere, der ist noch in der Aufbauphase. Da müssen wir noch so ein bisschen die Federn stutzen. Aber das kriegen wir auch hin. Ja, jetzt sehen wir mal den Kai. Hallo Kai. Ja, moin. Moin, du bist ja auch Oldenburger, Norddeutscher, Ja, oder? klar. Ja, klar. Wie Papa. Ja, aber lebst jetzt schon wie lange hier in Kroatien? Seit, weiß ich, 26, 27 Jahre. Ja, das ist schon eine lange Von Zeit. Anfang Ja. an, ja. Ja, Wir beide, wir Ja, schmeißen den Laden. ja habe ich schon gehört. Und was ist so deine Hauptaufgabe hier? Was machst du so? Mann für alles? Ja, Mann für alles, Mädchen für alles. Ein bisschen Mädchen hier, für ein bisschen alles, da. Ja, wunderbar. alles Ja, wir möglich. kennen uns ja schon ein bisschen länger. Das stimmt. Ich glaube, da warst du noch ein junger Mann, ein Ja. sehr junger Mann, als wir uns kennengelernt haben. Das stimmt. Ja. Danke dir. Jo. Wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke gleichfalls. Wir durften uns ein Gericht wünschen und so haben wir uns für ein Rinderfilet entschieden. Und dazu gab es natürlich noch entsprechende Beilagen. Unter anderem gab es dazu Scampis oder Garnelen. Also das war schon ein richtig feudales Gericht, was uns hier aufgetischt wurde. Da kann er jeder. Aioli. Wir haben gut gegessen, es war ein unterhaltsamer, schöner Abend. Danke nochmal von hier aus an Holger und seine Frau für den unterhaltsamen Abend. Das war mein Video hier zu unserem Aufenthalt in Kroatien auf dem Autocamp. Es wird noch ein weiteres Video geben hier und da auch mit dem Thema, wie viel kostet der Platz, wie hoch sind die Preise hier in Kroatien. Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.